Ab heute wisst ihr genau, welche Kanne am besten für euer Latte Art ist. Als neuer Barista werden wir sehr schnell überfordert mit verschiedenen Auswahl von Kannen von verschiedenen Marken. Die sehen alle gleich aus. Und heute werden wir euch zeigen, was man achten muss und was diese für einen Unterschied macht. Ich bin der Milo vom Café Lab Zurich. Let's go! Wie tun wir heute genau testen? Beim Latte Art es gibt 3 verschiedene Basic Muster. Herz, Tulpe und Rosetta. Weil beim Herz nicht so eine große Rolle spielt, dann zeigen wir euch heute Tulpe und Rosetta von den verschiedenen Kannen. Jetzt sehen wir die 2 verschiedenen Tulpen von 2 verschiedenen Kannen. Sind recht ähnlich. Beide haben einen großen Auslauf, aber sind beide hier, wenn ihr das seht, nicht so ganz gleichmäßig. Deswegen haben wir vom Tulpe her nicht gleichmäßig links oder rechts. Und da sind beide recht einen großen Auslauf haben. Die ersten 2 Herzen recht breit sind. Jetzt sieht man von beiden Kannen, die recht stumpf und aber ziemlich groß, aber ein bisschen kleiner als vorher. Und der Auslauf ist recht symmetrisch. Das heißt, sieht man hier auch vom Tulpe, dass es recht symmetrisch links und rechts ist. Und von Tulpe her ein bisschen länglicher. Jetzt haben wir die letzten 2, die recht spitzig sind beim Auslauf. Ihr seht, die Herzen werden einfach mal kanter und auch viel länglicher. Trotzdem sind beide gleichmäßig in der Tasse. Bevor ihr überhaupt irgendwo Milch posten könnt, es gibt 3 Sachen, die ihr achten müsst. Erstens, wie ist die Schärfe vom Auslauf und wie groß und ob der gleichmäßig ist oder nicht. Und drittens, wie symmetrisch ist der Henkel und der Auslauf. Eine Frage für euch zuerst. Macht ihr ein Cappuccino oder Kaffee Latte? Was heißt das genau? Cappuccino ist 150 bis 200 ml von der Füllmenge her. Für diese Tasse komme ich gut mit 350 ml Kanne. Aber wenn wir 2 brauchen, dann brauchen wir den. Dann kann man gleichzeitig 2 Cappuccino machen. Grundsätzlich für euch die Hause am besten, wenn ihr 2 verschiedene Größe von Kannen kauft.
Jetzt haben wir ein neues Muster, und zwar Rosetta. Mit diesem großen Auslauf haben wir eine bessere, größere Fläche am hintersten. Und mit der ist es recht kurz, weil es zu wenig offen ist. Aber die sind recht groß vom Auslauf her. Ihr seht, dass der Teil vom Rosetta ziemlich groß ist. Aber jetzt seht ihr von beiden Tassen, weil die beide recht gleichmäßig ist und recht klein. Und dann die unteren Bereich vom Rosetta sind beide recht groß sind. So, jetzt haben wir beide letzten, die sehr spitzig sind. Und links ist am spitzigsten. Und wir sehen hier vom Detail her fast unerkennbar. Aber mit dem sehen wir einfach von unten Detail recht gut. Und sind beide auch gleichmäßig gut symmetrisch. So, Fazit. So wie wir sehen, verschiedene Kannen macht einen Unterschied, wenn auch nur Licht. Je nachdem, was ihr zeichnen wollt. Wichtig ist aber, sobald ihr für eine entscheidet oder so eine die habt, gewöhnt euch an die Kanne, weil jede Kanne hat ihre Eigenschaften. Wenn ihr euer Latte Art auf den nächsten Level bringen, empfehlen wir euch, dass es möglichst ein spitziger Auslauf ist und möglichst auch symmetrische Auslauf und Hebel. Falls ihr noch nicht habt, die Kanne, die wir euch zeigen, ist verfügbar in unserem Webshop. So, Baristi, falls ihr noch mehr über Latte Art lernen wollt, besucht doch unsere Webseite. Dort findet ihr alle Informationen sowie auch Kursdaten. Bis dann!